Hier sind wieder Joe und Andy von Enjoy Magic. Willkommen zur Enjoy Magic Review. Heute? Ja, heute haben wir was ganz Spannendes aus der Blackpool Collection. Lange ist es her. Und zwar Wrapped in Space von Card Shark, ja. Und im Prinzip, wir kürzen jetzt die Präsentation ein bisschen ab und machen nur das Finish für euch. Aber nur, dass ihr vorher wisst, worum es geht. Ihr könnt quasi das klassische Warp machen, für die, die es nicht kennen. Ihr faltet eine Karte in der Mitte und ihr könnt quasi auf der einen Seite ist sie nach außen gedreht und wenn ihr einmal nach unten geht, ist sie umgedreht, also quasi von innen nach außen. Ihr könnt sagen, ja, es ist so wie Schrödingers Katze. Erst wenn ihr nachguckt, quasi zerstört ihr das. Sie ist sowohl nach innen gefaltet als auch nach außen. Und jetzt kommt quasi das Finish dazu. Das schaut dann folgt, dass ihr habt aus der Mitte einer Karte was rausgerissen. So ein Fenster rausgerissen. Und der Zuschauer, der hier wäre, Joe, machen wir mal den Zuschauer. Kann auch unterschrieben sein. Hält das quasi so. Und dann falten wir das. Moment, zeig's nochmal ganz kurz. Machen wir nochmal ganz kurz auf. So. Genau, ihr sagt quasi, ihr seid jetzt auf der Rückseite der Karte für die Kamera. Und ich halte es jetzt die ganze Zeit fest. So, und wir gehen jetzt quasi durch das Portal durch das Portal und sind durch das Portal durch. Und bam, jetzt sind wir jetzt auf der anderen Seite. Schließe das Portal. Wenn wir das Portal schließen. Und das hier ist dann das Souvenir für den Zuschauer. Genau. Habe ich auch noch daheim, habe ich mir am Card Shark Tisch zeigen lassen. Ich finde die Präsentation echt super. Mir hat es mega gefallen. Quasi als Closer für dieses Warp. Für die, die es jetzt nicht kennen. Vielleicht finde ich irgendwo einen Effekt dazu, dann verlinke ich euch das auf jeden Fall. Lohnt es sich, das zu kaufen? Ja, definitiv. Ich möchte noch ganz kurz dazu was sagen. Und zwar, es war hier die absolut abgekürzte Version für die Kommentarschreibe. Ihr startet natürlich mit so einer Karte hier. Ihr startet auch mit dieser, was du vorhin gemeint hast, Routine davor. Es ist nur das Finish und das Souvenir. Genau, es kommt auch für die jetzt meinen, ich habe aber gesehen, wie das funktioniert. Das ist nur so und so und so und so. Es funktioniert bei Zuschauern sehr gut und man hat definitiv in diesem Moment, den ihr auch gerade gesehen habt, wo es umfällt, diesen Wow! Also es ist Wahnsinn, es kommt sehr gut an und die Routinen da draußen sehr gut erklärt, auch das Handling und alles. Ich bin noch am Üben, um es zu perfektionieren. Ich habe es schon öfter performt. Coole Reaktion, aber es ist noch zu perfektionieren. Genau, lohnt es sich? Ja, es kommt drauf an. Ich finde, es lohnt sich definitiv. Ich habe es in meiner Close-Up-Show mit drin und zwar so in der Mitte, weil es kommen die ganze Zeit Kartentricks und so als Abwechslung so, jetzt machen wir mal keinen Kartentrick oder so, jetzt machen wir mal was Paradoxes. Und dann kommt dieses, finde ich sau cool, mit diesem Warp One, oder wie heißt es? Oder Warp. Warp. Genau, und dann das als Finish und dann hat man das als Souvenir. Also mir gefällt es, ist wie bei allen Effekten. Ich glaube, man kriegt noch diese Schutzhüllen dazu. Genau, man kriegt noch Schutzhüllen dazu. Das sind wie von früher den Yu-Gi-Oh! Karten. Genau diese gleichen Schutzhüllen aus durchsichtigem Plastik, um es rauszugeben. Ich tue es in meine Klappkarten rein, weiß nicht, ob ihr sowas kennt, wo man so designte Spielkarten verschenken kann. Und ich finde es auf jeden Fall eine schöne Sache. Und ja, was gibt es noch dazu zu sagen? Es gibt es nur in Phoenix. Das ist das, was ich jetzt sagen möchte noch. Deswegen ist es so ein großes Manko für mich. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich fand diese ganze Routine, wo ich sie damals gesehen habe, ich glaube, die waren 4 oder 5 Minuten, aber ich fand sie mega spannend. Der Plot war super, also auch mit Schrödingers Katze, jetzt zur Zeit, wo Big Bang Theory halt so groß im Trend war, kommen natürlich alle mit, Schrödingers Katze kenne ich. Und es ist schön, wenn man dann sowas sagen kann. Und eine wunderschöne Präsentation, was ich fand, was ich dann noch gesehen habe, ist, er gibt es dem Zuschauer in die Hand, genau dasselbe, und sagt, du bist jetzt im Moment auf der Innenseite und schließ doch mal die Augen. Und dann, wenn das wieder aufgefallen oder wenn er die Augen wieder aufmacht, ist er auf einmal auf der anderen Seite. Und die Reaktion vom Zuschauer war echt so, wow, Moment, was ist passiert? Und er kann sagen, nicht das Tor ist gewandert, sondern du bist gewandert. Bla. Und ja, es hat auf jeden Fall was Interessantes mit einem schönen Finish. Aber wie gesagt, das Problem für mich halt eben Phoenix-Karten. Ja, es ist natürlich Phoenix only, weil Card Shark. Aber für mich ist es gut. In meiner Close-Up-Show, aufgrund diverser Gimmicks, verwende ich da nur Phoenix. Deswegen finde ich es toll. Und ich denke, je nachdem, wie sensibel der Zauberer da ist, man könnte es auch Zuschauer, ich habe die Erfahrung gemacht, merken oft nicht den Unterschied zwischen Bicycle und Phoenix, könnten es aber natürlich merken. Also ich glaube, besonders jetzt auch bei dem großen Index von dem Kreuz, aber würde ich es nicht machen. Wenn ihr mit 2 anderen Karten startet und so, je nachdem muss jeder für sich entscheiden, ob er das mixen will oder nicht, aber ist ein Punkt. Gibt es auch nicht in Blau Phoenix oder im Big Index, gibt es wirklich nur so. Sind relativ viele Refills dabei. Ich glaube, ihr habt ein 52 Kartendeck, wenn ich mich nicht irre, und 26 Gimmicks und 26 Kreuzassen, die ihr braucht, weil den Rest könnt ihr euch denken. Ja. Genau.
Ja, bewertungsmäßig. Ich gebe dem Ganzen 7 Punkte. Ich mag die Idee, ich finde es auch interessant, aber ist, wie gesagt, für mich nicht verwendbar, weil ich keine Phoenix-Karten benutze und ich möchte jetzt eigentlich auch vom Bicycle nicht weggehen. Ja, ich denke, schwierig, aber ich gebe ihm 8,5 Punkte. Ja, ich verwende es auch, allerdings nicht so häufig. Es ist halt so ein kleines Add-on. Ich finde es nicht den überkrasser, aber so als netter Zwischeneffekt einfach die perfekte Ergänzung zu diesem paradoxen Rap-Ding für mich. Es sind halt Refills benötigt, es ist halt nicht endless, so ihr braucht die mal wieder und es ist nur für Phoenix, das sind halt so ein paar Sachen, deswegen, aber ich verwende 8,5 Punkte von mir. Genau. Und ja, für wen ist es machbar? Für wen ist es machbar? Ja, ich würde es jetzt Anfängern schwierig, also Amateuren so ein bisschen fortgeschritten eigentlich nur empfehlen, ehrlich gesagt, weil ihr müsst sehr gut im S-Punkt sein und braucht ein bisschen Zuschauer-Handling und müsst es üben und deswegen, ich würde es Anfängern, Amateuren nicht empfehlen, ich würde es schon eher Fortgeschrittenen, die noch ein Add-on suchen, empfehlen. Ich würde sogar sagen, dass es für Anfänger, die es jetzt interessiert, sogar mal interessant sein kann, wie man eine ganze Routine strukturieren kann. Nicht einfach, hier ist das Gimmick, ne, das macht ihr damit, sondern quasi ihr macht eine Vorarbeit, ne, heizt die Leute ein bisschen an und zum Ende quasi kommt dann dieser Punch ins Gesicht mit diesem, hier, bitteschön. Das finde ich dann, das ist ein Aspekt, wo ich sage, das könnte auch was für einen Anfänger sein, aber ich würde auch sagen, dass es eher für Fortgeschrittene und Profis dann halt eben ist. Genau, und das war's von Wrapped in Space. Und hier sind wir wieder zur Mitte der Review. Ja, und zwar nochmal eine Erinnerung, wir haben heute noch den letzten Tag unser Lecture-Projekt zusammen mit dem Willi. Wir packen euch nochmal den Trailer und alles hier rein. Angebot ab morgen ist dann Normalpreis, also falls jemand noch sich für Memo-Decks, Veranstaltungstechnik oder die Arbeit unseres Vollprofi-Kollegen interessiert, schaut doch einfach mal an, ob was dabei ist. Ja. Wir haben auf jeden Fall viel daraus mitgenommen, war ein cooler Tag und er macht cooles Zeug. Genau, ich denke, das als kleiner Reminder und dann machen wir weiter mit dem nächsten Produkt. Als nächstes Produkt ein viel gefragtes Produkt, nämlich Polish Poker. Nicht polnisch, sondern Polish, obwohl ich mir eigentlich ziemlich sicher bin, dass es die polnische Flagge ist. Ich bin ein bisschen verwirrt, aber wahrscheinlich ist es halt eben in der Urversion, schreibt man das ohne N. Aber egal, Polish Poker, auch von Kaczak. Ja, aufgrund des großen Hypes haben wir es von einem Experten testen lassen. Der Zauberkollege Bene hat es sehr genau unter die Lupe genommen und die Erkenntnisse daraus, die präsentieren wir euch jetzt. Genau. Wir haben es auch noch Blackpool Edition, ja. Wir haben es auch im Blackpool gesehen, es wurde uns auch am Card Shark Stand, wo sonst vorgeführt und es ist, ja, der Zuschauer denkt an eine Pokerhand, also und ihr denkt an eine Pokerhand, ihr geht durchs Kartenspiel durch, er tippt 5 Karten an. Und die Karten er nennt sie nie, er schreibt sie nicht auf. Er schreibt sie nicht auf, er nennt sie nie, die 5 Karten werden rausgenommen. Der Zuschauer sagt dann die Pokerhand, wie zum Beispiel Royal Flush, Four of a Kind, was auch immer. Okay. Andi, sag doch mal eine. Ich habe mal eine. Ja, ich hatte gerade Four of a Kind, Royal Flush ist der Klassiker. Four of a Kind, kann ich zeigen. Ich tausche nichts aus, ich mache nichts dazu. Bitte! What? Four of a Kind. Four of a Kind. So einfach ist es. Also mit diesen 5 Karten könnt ihr quasi, die der Zuschauer frei ausgewählt hat, quasi beweisen, dass er die Pokerhand, an die er nur denkt, quasi rausgesucht hat. Genau. Ja, kann es jede Pokerhand sein. Kann es jede Pokerhand sein? Ja, ich meine, man muss ganz kurz klarstellen, hat mich am Anfang verwirrt, vielleicht ist auch mein Verständnis so, Pokerhand, also nicht 3 Jungen und 2 Könige oder so, das ist gemeint, Pokerhand wie Full House, Royal Flush, Pair, Three of a Kind, also oder Drilling im Deutschen, also eine allgemein formulierte Pokerhand und ja, es kann nicht absolut jede sein. Können wir sagen, was es nicht sein kann? Es kann nicht High Card sein, falls euch ein Zuschauer wirklich austricksen möchte. Es kann kein, also ich sage euch gleich, warum es nicht sein. Es kann kein Flush sein, es kann keine Straight sein, es kann kein Straight Flush sein. Ja. Denn bei dem Flush, Straight und Straight Flush muss man ausweichen auf den Royal Flush. Kann man auch sagen, wie das die Profis machen? Ich habe nämlich am Card Shark Stand, ich wurde gefragt, welche Hand ist es? Und dann habe ich gesagt Straight Flush und ach Gott, mir ist jetzt gerade der Name entfallen. Ja, der Christian. Der Christian, das meinte so, Schenk, genau. Straight Flush ist zu wenig, wir machen Royal Flush oder besser. Und da habe ich ein bisschen ein Problem mit. Sage ich gleich, weil quasi, wenn man sagt, denk an eine Pokerhand. Viele Zuschauer, gehe ich mal davon aus, dass wenn sie sich mit Poker auskennen, denken zwar an den Royal Flush, gehen aber dann quasi ein bisschen weg davon, weil man sich vielleicht denkt, das denkt ja jeder. Ne? Ja,
Besonders halt eben jetzt auch beim Invisible Deck, wenn man sagt, die Herz-Dame nehmen ja bestimmt alle. Ja. Und wenn man jetzt quasi sagt, der denkt mal an irgendeine Pokerhand und er denkt jetzt an den Royal Flush und dann sagt er sich, ich nehme was anderes und dann denkt er vielleicht an eine Straight und dann sagt er, ich hätte gerne Straight. Ja, so pass auf, ich mach's besser, ich mache eine Straight in Royal Flush. Finde ich, ein Royal Flush ist keine Straight. Ich möchte dazu sagen, ich finde den Royal Flush den denkbar schlechtesten Ausgang für die Routine, weil, ich behaupte jetzt einfach mal, wenn ihr sagt, denkt an eine Pokerhand, der Zuschauer sagt Royal Flush und ihr sagt Royal Flush, dann sagt der Zuschauer als nächstes, sagt doch jeder Royal Flush. Gut, ihr könnt dann sagen, okay, sag noch eine andere Pokerhand und in Phase 2 gehen, das geht ja auch. Aber trotzdem, ich würde den Royal Flush sogar ausklammern. Ich würde sogar vielleicht sagen, so nehmt nicht Royal Flush, das nimmt jeder oder so. Das Problem ist, dann hast du, wie viele Pokerhände haben wir? Wir haben High Card, wir haben ein Paar, wir haben 2 Paar, wir haben Drilling, Vierling, Full House, Straight, Straight Flush, Flush und Royal Flush. Ich glaube, diese 5 hast du. Und von diesen 5 kannst du 3 nicht nehmen, minus dann den Royal Flush. Jetzt hast du nur noch, ja gut, und High Card geht nicht, also hast du nur noch 5, wo du auswählen kannst. Ja. Es ist schwierig. Wir wollen euch auch da jetzt die Thematik ein bisschen, uns würde brennend interessieren, wenn es jemand schon hat und schon live performt hat, wie das im Umgang, weil wir Zauberer denken halt wie Zauberer, aber wie das bei Zuschauern ankommt, was die erfahrungsgemäß so sagen, da haben wir jetzt leider keine Erfahrung, wir haben es jetzt nur so unter uns getestet und das wäre echt spannend. Genau. Ich meine tatsächlich, dass wenn jetzt jemand sagt, straight, dann kannst du das nicht machen, weil, wie gesagt, meiner Meinung nach ist ein Straight Flush keine Straight. Wenn ich jemand zu jemandem sagt, nenn eine Pokerhand. Und, in Deutschland nicht. In Deutschland. Das ist ja so, als würde ich eine Karte auf den Tisch legen und ich sag zu dir, pass auf, Andi, nenn irgendeine Karte. Herz 10. Herz 10, pass auf, wir machen es besser, Herz Ass. Also weißt du, du weißt schon, es ist natürlich ganz was anderes jetzt, aber von der Mentalität her ist es irgendwie so, das ist jetzt nicht das, was ich gesagt habe. Also, klar. Okay. Ihr erkennt die Problematik, wenn wir aber abschließend sagen, es ist geil umgesetzt, es kommt auch geil an, es ist relativ einfach zu machen und wobei der Force, sage ich jetzt einfach mal, oh Gott, ist das ein Force, der ist nicht so ganz einfach, der in dem Trailer-Video gezeigt wird, aber man kann einfach mit dem Riffle Force sagen, sag Stopp und die obersten 5 Karten nehmen. Geht auch, würde auch bei Zuschauern funktionieren. Und somit, ich stelle es mir vor, für mich gehört absolut in der Card Shark Routine, nicht jetzt weil Card Shark der Producer ist, sondern wenn ihr so eine Poker-Demonstrationen macht und so als Kicker-Ending, was ihr macht, Second Deals, ihr macht Bottom Deals, so macht ihr teilt Pokerhände aus und irgendwas und am Ende als Kicker macht ihr das, ihr sagt, pass auf, denk nur an eine Hand und ihr habt die auch noch. Da stelle ich es mir perfekt vor, im Close-Up-Bereich, wobei es auch im Table-Hopping und im Walk-Around-Bereich als Päckchen-Trick machbar ist. Also da kann man sich überlegen, wo man es einsetzen will. Das ist wirklich alt. Was man vielleicht noch dazu, es benutzt kein Rough and Smooth, so viel würde ich noch dazu sagen. Also von daher, das leiert nicht aus. Die Karten an sich leiern natürlich irgendwann aus, aber daran scheitert es jetzt nicht. Natürlich auch nur in Phoenix, Card-Shark-mäßig, sollte man auch noch dazu sagen. Klassiker. Ich bin jetzt doch mal ein bisschen härter und sage, ich gebe dem Ganzen 4 Punkte, weil ich finde, es hat Fehler. Also jetzt nicht von dem, wie es ausschaut und so weiter. Ich finde die Verarbeitung gut, ich finde die Routine auch ganz gut. Das Problem ist für mich halt wirklich diese 3 Sachen. Es war bei dir das Beste, was man da gesagt hat. Ja. Du sagtest straight und es war halt, oder ein Flush und das war es halt nicht. Es ist noch ein Switching-Device mit dabei. Ne? Ja, aber trotzdem, okay, aber das ist im Prinzip Spoiler. Von mir 5,5 Punkte. Ich finde es cool, aber ich sehe auch ein bisschen, nicht so stark wie der Joe, aber ich sehe auch ein bisschen diese Problematik. Und ich sehe ein bisschen die Problematik, deswegen interessiert mich das Feedback von welchen, die es live für Layman-Publikum performt haben, so ungemein, ob das Zuschauer checken, weil wenn ich denke an eine Pokerhand, dann denke ich sofort als erstes an 2 Damen und 3 Könige, ein Full House oder irgendwie eine konkrete Pokerhand. Ob die Zuschauer das verstehen, dass ihr das so, und ich finde einen Trick, den man zu lange erklären muss, was der Zuschauer auswählt, geht extrem vom Effekt weg, weil für den Zuschauer wirkt es dann so manipulativ. So mein Punkt mit der Sache, aber kann man riskieren, wenn es euch gefällt, ihr werdet euren Spaß damit haben. Okay. Und das war's mit Polish Poker. Für wen ist es? Achso, für wen ist es? Also ich finde... Auch für Anfänger. Ja... Mit dem Riffle Force? Ja, weiß ich nicht. Ich würde es, wie du schon gesagt hast, eigentlich nur für jemanden, der eine Card Shark Routine hat. Aber auch mit dem Switching Device, wenn ein Anfänger das unbedingt machen will, go for it. Ja,
Soweit mein Statement. Genau. Und das war's immer noch mit Polish Poker. Und das war's dann auch schon wieder mit der Enjoy Magic River für diese Woche heute mit Wrapped in Space und Polish Poker. Ja, kurze Info dazu. Danke an Magic Shop. Das hier ist aktuell bei Magic Shop verfügbar. Ich glaube, wenn ihr die Folge aktuell guckt, das hier noch nicht. Schreibt Magic Shop vielleicht einfach eine Mail, wenn ihr es unbedingt haben wollt. Dann setzt die Silvia euch bestimmt auf die Warteliste oder schaut, dass ihr es auftreiben kann. Wenn ihr es zum späteren Zeitpunkt guckt, gibt es vielleicht auch schon und dann ist es verlinkt. Oder ihr schaut auf Magic Shop nochmal, falls wir vergessen, es zu verlinken. So viel dazu. Coole Sachen auf jeden Fall. Schreibt uns, wie gesagt, das in die Kommentare, das interessiert sich brennen. So, jetzt haben wir es. In diesem Sinne, bleibt magisch.